Deutsch Grammatik. Relativsätze verstehen. Folge 1. Was ist das? Plus Nominativ. Hey du! Willkommen zu einer brandneuen Miniserie auf unserem Kanal. Heute starten wir mit einem Grammatikthema, das super wichtig ist, um dein Deutsch auf das nächste Level zu bringen. Hallöchen zusammen. Okay, Anna, neues Thema, neues Glück. Worum geht's denn heute? Ich bin schon ganz gespannt, welches Grammatikmonster wir diesmal zähmen wollen. Kein Monster, Lena. Versprochen. Aber ein sehr nützliches Werkzeug. Wir sprechen heute über Relativsätze. Und in dieser ersten Folge legen wir das absolute Fundament und schauen uns an, wie sie im Nominativ funktionieren. Relativsätze. Ah ja, das sind doch diese Sätze, die oft mit der, die, das anfangen und so zusätzliche Infos geben, oder? Aber ehrlich gesagt, wann man da welches Wort nimmt, ist für mich oft noch ein Buch mit 7 Siegeln. Siegeln. Genau das wollen wir heute ändern. Wir gehen es Schritt für Schritt an, damit du da draußen und auch du, Lena, am Ende sagt, Relativsätze? Check ich. Also, bist du bereit, die Basics zu meistern? Na klar, ich bin bereit, mein Gehirn anzustrengen. Her mit den Infos! Was ist ein Relativsatz und wozu brauche ich den? Also, fangen wir ganz von vorne an. Ein Relativsatz ist ein Nebensatz. Und was wissen wir über Nebensätze, Lena? Puh, das Verb kommt ans Ende. Wie bei weil oder das. Stimmt's? Exakt. Volltreffer. Das konjugierte Verb im Relativsatz steht also ganz am Schluss. Die Hauptfunktion eines Relativsatzes ist es, ein Nomen oder Pronomen aus dem Hauptsatz näher zu beschreiben oder zusätzliche Informationen dazu zu geben. Okay, also wie ein kleines Extradetail zu etwas, das ich schon genannt habe? Kannst du ein Beispiel machen, damit es nicht so trocken ist? Aber sicher. Stell dir vor, ich sage, das ist meine Freundin. Das ist ein einfacher Hauptsatz. Jetzt will ich mehr über die Freundin erzählen. Meine Freundin wohnt in Berlin. Um diese beiden Infos elegant zu verbinden, nutzen wir einen Relativsatz. Das ist meine Freundin, die in Berlin wohnt. Siehst du? Der Teil, die in Berlin wohnt, ist der Relativsatz. Er gibt uns mehr Infos über meine Freundin. Ah! Die bezieht sich also auf meine Freundin. Und wohnt ist am Ende. Das leuchtet ein. Also keine unnötigen Wiederholungen mehr. Das ist ja schon mal praktisch. Genau. Relativsätze machen deine Sprache präziser und abwechslungsreicher. Das Wort im Hauptsatz, auf das sich der Relativsatz bezieht, nennen wir übrigens Bezugswort. In unserem Beispiel ist meine Freundin das Bezugswort. Bezugswort. Okay, habe ich notiert. Das Relativpronomen der Star des Satzes. So, und eingeleitet wird dieser Relativsatz durch ein sogenanntes Relativpronomen. Das sind oft die Wörter der, die, das oder ihre verschiedenen Formen. Und jetzt kommt der erste wichtige Punkt für heute. Das Relativpronomen richtet sich im Geschlecht, Genus und in der Zahl Numerus immer nach seinem Bezugswort. Okay, Geschlecht und Zahl vom Bezugswort. Also, wenn mein Bezugswort der Tisch, maskulin, Singular, ist, dann muss mein Relativpronomen auch irgendwie männlich und Einzahl sein? Ganz genau, Lena. Super mitgedacht. Und heute schauen wir uns die einfachste Form an, den Nominativ. Das Relativpronomen im Nominativ ist das Subjekt im Relativsatz. Es sieht oft genauso aus wie der bestimmte Artikel. Relativpronomen im Nominativ. Der, die, das, die. Nehmen wir ein paar Beispiele. Maskulin Singular, wie dein Tisch. Bezugswort, der Tisch. Relativsatz, der Tisch, der im Wohnzimmer steht, ist neu.
Frage im Relativsatz: Wer oder was steht im Wohnzimmer? Er, der Tisch. Nominativ maskulin. Okay, der Tisch, der. Und wenn das Bezugswort weiblich ist, sagen wir mal die Lampe? Gute Frage. Feminin Singular. Bezugswort: die Lampe. Relativsatz: die Lampe, die auf dem Tisch steht, ist schön. Frage im Relativsatz: Wer oder was steht auf dem Tisch? Sie, die Lampe. Nominativ feminin. Ah, die Lampe, die. Das ist ja wirklich wie der Artikel. Und bei Neutrum, zum Beispiel das Buch? Genau. Neutrum Singular. Bezugswort: das Buch. Relativsatz: das Buch, das ich gerade lese, ist spannend. Moment mal, Anna. Das ich gerade lese, da bin ich doch das Subjekt. Wer oder was lese ich? Das Buch. Das wäre doch Akkusativ, oder? Haben wir da nicht einen Denkfehler? Lena, was sagst du? Guter Punkt von mir oder habe ich mich da verrannt? Boah, das ist eine gute Falle. Ich wäre jetzt auch fast drauf reingefallen. Du hast recht. In das Buch, das ich gerade lese, ist ich das Subjekt und das Buch das Akkusativobjekt. Wir wollen ja aber Relativpronomen im Nominativ. Also bräuchten wir einen Satz, wo das Buch das Subjekt im Relativsatz ist. Wie wär's mit: Das Buch, das auf dem Tisch liegt, ist von Goethe. Da ist das Buch ja wieder das, was liegt. Also Nominativ. Richtig? Exzellent, Lena. Du bist ja ein Fuchs. Genau das ist der Punkt. Danke für die Korrektur. Der Kasus des Relativpronomens wird durch seine Funktion im Relativsatz bestimmt. Also, korrektes Beispiel für Neutrum Nominativ. Bezugswort: das Buch. Relativsatz: das Buch, das auf dem Tisch liegt, ist sehr alt. Wer oder was liegt auf dem Tisch? Es, das Buch. Nominativ Neutrum. Puh, gerettet. Also immer fragen, welche Rolle das Pronomen im Relativsatz spielt. Okay. Und Plural? Sagen wir die Bücher? Plural ist einfach, das ist immer die. Bezugswort: die Bücher. Relativsatz: die Bücher, die im Regal stehen, sind ungelesen. Wer oder was steht im Regal? Sie, die Bücher. Nominativ Plural. Das klingt doch erstmal gar nicht so wild. Bezugswort finden, Geschlecht und Zahl bestimmen. Und wenn es das Subjekt im Nebensatz ist, nehme ich einfach der, die, das oder die im Plural. Das habe ich, glaube ich, gecheckt. Kleine Übung zum Aufwärmen. Nominativ. Super, Lena. Und du da draußen sicher auch. Dann machen wir doch gleich mal eine kleine Aufwärmübung nur zum Nominativ, damit das sitzt. Ich gebe dir einen Satzanfang und du bildest den Relativsatz im Nominativ. Bist du bereit? Klar doch, schieß los. Okay. Erster Satz: Das ist der Lehrer uns Deutsch beibringt. Optionen: A, der, B, den, C, dem. Der Lehrer ist maskulin. Wer bringt uns Deutsch bei? Er? Also Subjekt. Dann muss es der sein. Absolut richtig. Das ist der Lehrer, der uns Deutsch beibringt. Sehr gut. Nächster. Wir suchen das Auto. Rot ist. Optionen: A, das, B, dem, C, dessen. Das Auto, Neutrum. Was ist rot? Es. Auch Subjekt. Also das. Perfekt, Lena. Wir suchen das Auto, das rot ist. Und eine letzte für diese Runde: die Blumen. Im Garten blühen sind Tulpen. Optionen: A, die, B, der, C, denen. Die Blumen, Plural. Wer oder was blüht im Garten? Sie. Subjekt. Also die.
Fantastisch. Du hast das Prinzip der Relativpronomen im Nominativ voll verstanden. Und ihr alle da draußen hoffentlich auch. So Leute, das war unser Einstieg in die wunderbare Welt der Relativsätze. Wir haben gelernt, was Relativsätze sind, was das Bezugswort ist und wie die Relativpronomen im Nominativ funktionieren. Puh, das war schon eine Menge, aber es macht viel mehr Sinn jetzt. Also, das Pronomen richtet sich nach dem Bezugswort in Geschlecht und Zahl, und im Nominativ ist es einfach das Subjekt des Nebensatzes. Klingt machbar, wenn man langsam anfängt. Genau das ist der Plan. Kleine Schritte zum großen Erfolg. Und keine Sorge, wenn noch nicht alles zu 100% sitzt. Das ist ganz normal. Wiederholung ist hier der Schlüssel. In der nächsten Folge, Teil 2, nehmen wir uns dann die Relativpronomen im Akkusativ und Dativ vor. Da wird's dann nochmal richtig spannend. Oje, Akkusativ und Dativ. Meine Lieblingsfeinde. Aber ich bin gespannt, wie du uns das erklärst. Wir kriegen das hin? Und jetzt bist du dran, du da draußen. Versuch doch mal, einen eigenen Satz mit einem Relativpronomen im Nominativ zu bilden. Schreib ihn uns in die Kommentare. Wir sind neugierig. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, die Basics zu verstehen, lass uns ein Like da und abonniere den Kanal, damit du Teil 2 nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nominativ relativieren. Tschüss. Tschüss. Und denk dran, Grammatik kann auch Spaß machen.